Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video und heute ist es endlich soweit. Am 1. August wurde das FWC 2024 PvP Tournament bekannt gegeben und am interessantesten ist natürlich die Preisgestaltung, die sehen wir hier natürlich auch und ich persönlich finde, es ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Also ich meine, so kompliziert ist es eigentlich nicht, aber naja, schauen wir es uns erstmal an, würde ich sagen. We hope that through this announcement, players will have time to prepare in advance for forming a PvP team. Warnung oder Beachtung. As you know, the final of this FWC PvP tournament will be held offline on a special stage in Manila, was sich in den Philippinen befindet. PvP consists of a team of 4 people and players must be careful about team composition. Before participating in a PvP team, please check with your team members to ensure that there are no personal or scheduling problems with overseas travel and entry into Manila before forming a team. Manila is a tourist city and provides a visit visa, direct links, blah blah blah, for passports of almost all nationalities, but please check if there's anything the player needs to prepare in advance. Das heißt also, sie wollen, bevor man daran teilnimmt, und das sehen wir auch gleich wegen der Preisgestaltung, deswegen ist es eigentlich wirklich relevant, oder der Preisstaffelung, wie auch immer, dass halt nur Leute daran teilnehmen, die auch in den Philippinen reisen können und wollen. Ja, also es gibt vielleicht ganz wenige Leute auf der Welt, die tatsächlich nicht einreisen dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es halt aber vielleicht auch einfach Leute, die halt, naja, da vielleicht dann irgendwie einfach keine Zeit haben oder so. Und das soll man halt von vorher schon ausschließen, dass es nicht passiert. Some event contents and progress may be modified without prior notice depending on the circumstances of the developer or service company. Also technisch gesehen bedeutet das, sie können jederzeit Änderungen vornehmen, ohne das vorher anzukündigen. Aber gut, das ist eigentlich immer so. Ich meine, das ist ein Standard-Disclaimer. So, und warum ich gesagt habe, kompliziert, ist jetzt das Folgende, weil es gibt jetzt quasi ab morgen, 2. August, eine PvP Pre-Test League, wo das Ganze quasi erstmal getestet wird, ob es überhaupt alles so funktioniert, wie sie sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Im Endeffekt eine Beta-Version, kann man fast sagen, oder ja, eine Pre-Test-Version wird es hier genannt. Is a period where players can freely proceed with class composition, strategy planning and equipment experimentation. Genau. Also, so beschreiben sie es. Ich bin mir relativ sicher, es wird auch wirklich einfach getestet, ob das ganze Format funktioniert. Aber gut, ist ja egal. Es ist ja für beide Seiten vorteilhaft, wenn sowas stattfindet im Endeffekt. Ist aber halt ein bisschen verwirrend, weil das hier ist jetzt halt, wie gesagt, nur die Pre-Test League. Das geht bis zum 12. August. Und wie du teilnimmst, ist einfach über den FWC Manager NPC in Flares. 4 Charakter mit einem Gildenlevel mindestens von 10. Wenn man einmal ein Team angemeldet hat, kann man das auch nicht mehr ändern. Es kostet 1 Million Penya. Gut, das ist, sag ich mal, relativ irrelevant. Und es wird 2-mal am Tag PvP-Tests geben. UTC 1 Uhr und UTC 13 Uhr. Also damit ist 1 Uhr nachts gemeint, logischerweise. Also alle 12 Stunden, basically. Und dann gibt es noch ein Open Feedback Event. To make the FWC PvP Tournament more exciting, we would like to ask for feedback from players during the pre-test period. Leave your feedback in a PvP pre-test feedback channel on Discord. We will give out 5,000 F-Coins to 20 players through a draw. Ja, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass es ja eigentlich wirklich eher stattfindet. Also ist ja auch nicht böse gemeint, aber dass es halt wirklich auch stattfindet, damit sie ja testen können, was halt nicht funktioniert. Weil ich meine, wenn du ihr Feedback lieferst, dann wird das ja größtenteils Feedback sein, hey, schaut mal, das funktioniert nicht richtig oder das ist aus Spielersicht nicht so cool gemacht, könnt ihr das nicht ändern, das ist irgendwie, naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Und ja, das findet jetzt halt quasi bis zum 12. August statt. Und dann geht es aber tatsächlich direkt weiter mit der Registration für das richtige Tournament. Also wenn man sich hierfür anmeldet, ist man nicht bei dem Tournament dabei. Und das meinte ich mit dem Verwirren, oder da muss man wirklich aufpassen, dass man richtig liest. Das richtige Tournament beginnt erst nochmal deutlich später. Und zwar, the PvP Tournament is a ranking match to select the top 6 teams that will advance to the FWC 2024 finals. The final top 6 will compete for the championship with the 2 teams selected by Playpark FWC host country in the Manila Finals. So, dieser Text ist jetzt auch ziemlich relevant, finde ich. Das bedeutet nämlich, es wird ein Playoff geben
von 8 Teams. Das heißt, im Endeffekt, zwei Teams sind schon oder werden halt anders ausgelost, nicht über dieses Format, obwohl es insgesamt 8 Teams sind und nur 6 Teams ist quasi international. 2 Teams werden von Playpark ausgewählt. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung, das wird ja auch nicht weiter erklärt, aber ja, ist einfach so. Ist wohl denen ihr Host-Country-Recht oder so, keine Ahnung. Aber die haben sich da halt verpartnert und die hosten wahrscheinlich auch das ganze Event, von dem her haben sie sich das Recht wahrscheinlich da einfach genommen. Und genau, also 6 Teams werden online ausgefightet sozusagen und 2 Teams sind dort. Und das bedeutet auch, dass insgesamt halt wirklich 8 Teams in den Philippinen sind. Also anfangs war es zwar so gedacht, oder ich meine, wusste ja am Anfang überhaupt nichts, dass wahrscheinlich nur die Finalteams, also die Top 2 Teams in die Philippinen eingeflogen werden und dort dann tatsächlich gegeneinander kämpfen. Aber es sind tatsächlich wirklich 8 Teams, die dort offline gegeneinander kämpfen. Und warum das auch ein bisschen kritisch ist, oder ich könnte mir vorstellen, dass das hier und da vielleicht sogar für Bedenken oder für organisatorische Schwierigkeiten sorgen könnte, sehen wir auch gleich bei der Preisdistribution, wie gesagt. Aber egal, lesen wir es uns erstmal durch. Grundsätzlich funktioniert es genauso wie oben. Das Registrieren und so weiter, also es ist quasi das Gleiche. Das Team, das während dem Pretest geformt wird, das wird eben zurückgesetzt. Also du musst ein neues Team bilden und registrieren. Also das ist quasi hinfällig. Der Pretest hat nichts mit dem richtigen Tournament zu tun. Dann hat man eben vom 13. August bis zum 22. August, deswegen habe ich gesagt, es dauert eh noch ein bisschen, die Registration Period. Also man hat 9 Tage Zeit, sich anzumelden. Und erst danach, am 22. August, beginnt dann tatsächlich das Tournament bis zum 5. September, wo dann tatsächlich eben gefightet wird und entschieden wird, wer diese Top 6 Teams sind. Am 6. September werden dann Backup-Matches, wenn halt Tiebreaker notwendig sind, also wenn 2 Teams die gleichen Kills, Tode, Punkte, whatever haben, dann muss man da halt nochmal Tiebreaker-Matches machen, um halt zu entscheiden, wer jetzt wirklich die letzten 6 oder die besten 6 Teams sind. Genau. Ja, das ist die Erklärung dazu. Am 12. Oktober ist dann tatsächlich das Finale, also es ist erst in über 2 Monaten. Und hier nochmal die Erinnerung, wenn man zu den Top 6 von einem PvP-Tournament gehört, muss man dann quasi ein Team, also was heißt muss, aber sollte man ein Team bilden, wo halt auch wirklich alle Spieler in die Philippinen nach Manila einreisen können. If you're unable to attend the finals, the opportunity will be passed on to the next ranked team. Genau. Also wenn man selbst sagt, man kann nicht oder einer kann nicht oder whatever, dann wird einfach das nächste Team ausgewählt. So soll das wohl sein. Und dann wird es hier, das ist auch noch eine interessante Info, aber da finde ich, also da gibt es jetzt aktuell noch keine Info dazu. PvP Tournament Finalist Data Backup. The PvP Tournament Finals will be held on a separate server after Data Backup for security and smooth finals progress. Das heißt, es wird nicht auf den normalen Servern stattgefunden, sondern die werden wahrscheinlich ein Backup ab einem gewissen Datum machen und das dann auf einen separaten Server hochladen. Und genau, das ist noch ganz wichtig. Da steht dann, glaube ich, irgendwo noch eine andere Info dazu. Aber das, wie gesagt, ist jetzt noch nicht voll ausgereift, wie das Ganze ablaufen wird. Dann PvP Rules for Advancing to the Finals. Das ist jetzt natürlich erstmal irrelevant für Leute, die nicht in die Top 6 kommen, aber ich finde es trotzdem interessant, wie sie das Ganze hier gedacht haben. Ist ja auch für zukünftige Events vielleicht relevant. Ich meine, gut, höchstwahrscheinlich erst frühestens beim nächsten FEC. Finalists will be required to provide the company with personal information to make flight accommodation reservations. Documents related to consent to use of personal information will be distributed directly to finalists. Also muss er natürlich seine Einwilligung geben in die Datenverarbeitung und halt Name, Adresse und whatever die so brauchen, um halt einen Flug für die zu buchen. Ich verstehe das so, dass hier auch alles von Gala bezahlt wird. Also egal, zu welchem Team man gehört, man kriegt wohl alles bezahlt, ob auch der Rückflug dabei ist. Ich denke mal schon, sonst wäre es crazy. Genau, also scheint wohl alles gezahlt zu werden. Ist allerdings nicht weiter erläutert hier tatsächlich. Also hier steht einfach nur Flug und Unterkunft quasi. Aber die genauen Details davon, wie gesagt, wie sowas mit Rückflug und wie lange überhaupt und so weiter, das wird hier tatsächlich nicht erläutert. Also das werden dann wahrscheinlich erst die Finalisten tatsächlich mitbekommen, wie genau das dann ablaufen wird. Genau. Finalists who win a prize must provide banking and personal information to receive the prize money. Gut, es ist klar, dass du denen deine Bankdaten geben musst, um das Preisgeld zu bekommen. Nationality criteria are based on the country in which the passport was issued, regardless of country of residence. The prize money will be remitted through a local bank in Singapore, excluding related taxes.
The winner is responsible for paying taxes to the winner's country and the company is not responsible for any issues that arise if the winner does not pay taxes. Da gab es auch schon mal so eine kleine Ankündigung wegen Taxes. Das haben sie, glaube ich, auch geändert. Also man selbst ist dafür verantwortlich, dass man darauf Steuern zahlt. Also in Deutschland ist das, glaube ich, auch so. Auf so Gewinne von sowas muss man tatsächlich Steuern zahlen. Ja, muss dann halt jeder selber wissen, ob er es macht oder nicht. Könnte man halt in den Knast kommen, wenn das rauskommen würde. Na gut, in den Knast vielleicht nicht direkt, aber dann müsste es halt auf jeden Fall eine Strafe zahlen. Genau. Dann, those listed below will be disqualified from advancing to the final and the opportunity will be given to the next highest ranked team. Also das nächste sind jetzt die Fälle, in denen man vom Tournament ausgeschlossen wird. A. If any member of the team fails to provide personal information, um ihn halt einzufliegen und unterzubringen. Gut, ist klar, ist ja das gleiche, wenn du sagst, ich will nicht hin oder ich kann nicht hin oder whatever. Dann, wenn irgendein Teammember Abuse committed oder irgendetwas anderes, was als Abuse gilt im PvP-Zeitraum. Also damit wird einfach Bug-Abusing und sowas gemeint sein, also Spielregelverstöße größtenteils vermutlich. In case of intentional disruption of event progress, keine Ahnung, was darunter fallen könnte. When all members of a team cannot gather at the final location, ist auch klar. When some or all of the members of a team are replaced by others. Da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wie man das überhaupt machen sollte, ohne dass Scala das mitbekommt oder ohne dass das irgendjemand merkt, dass du einfach Teammember austauscht. Also ist obviously auch nicht möglich. If you play by stealing someone else's account or personal information, finde ich auch wild. Aber ja, klar, dass das nicht erlaubt ist. In case of other actions that are inconsistent with the intention of event planning. 6. You will be disqualified from participating in the event for the following information and you will not be able to participate in any future events held by Flive Universe. Frage mich auch, wie sie das wirklich kontrollieren wollen, aber gut. If you do not participate in the final after completing reservations for both accommodation and flights. In the case of no-shows, it is not only a problem with the event progress, but it can also be a big problem in that it takes away opportunities from others. Also hier wollen sie so ein bisschen den Gewissensdruck machen. Aber was das im Endeffekt bedeutet hier, dieser Satz, ist eigentlich auch echt lustig, dass ich sowas schon... Also ich meine, von sowas muss man ausgehen. Ich meine, ganz klar, es ist einfach logisch, dass man sowas planen muss oder vorher schon ausschließen muss. Was das im Endeffekt bedeutet, dieser letzte Punkt hier, dass wenn du quasi dich qualifiziert hast als Finalist, dann gibst du quasi Gala deine ganzen Daten und so weiter und die buchen dir dann einen Flug und ein Hotel oder whatever. Und dann, gut, entweder wenn du nicht hinfliegen würdest, aber auch wenn du hinfliegen würdest und dann halt einfach nicht hingehst quasi. Das ist damit gemeint, dass du quasi einfach einen gratis Lenz, einen gratis Urlaub in den Philippinen gönnst quasi und einfach nicht hingehst, weil du weißt, du hast eh keine Chance oder so, machst einfach Sightseeing und chillst dort ein bisschen for free quasi. Das ist damit gemeint quasi. Ja, und da sehe ich Fleischspieler auf jeden Fall, dass sie das machen. Kappa. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Price Distribution und das ist das, was mich am meisten schockiert hat tatsächlich. Es gibt nur 3 Plätze. Und das bedeutet, Prize Money ist das höchste Preisgeld, was man jemals beim Flive-Event erspielen konnte. Sowohl in digitaler Währung als auch in echter Währung. Es sind einfach freaking $80.000. Zweiter Platz kriegt nur 20.000. Das ist echt heftig, weil der Unterschied ist gigantisch. Das ist bei vielen E-Sports-Events zwar auch schon in der Vergangenheit gewesen, aber es gibt auch Events, wo das ein bisschen mehr beieinander ist, sag ich mal. Und der dritte Platz kriegt 10.000. Und 4, 5, 6, 7 und 8. Wie gesagt, wir haben nicht 6 Teams, die in den Philippinen... Na gut, 2 sind schon dort technisch gesehen. Aber wir haben nicht 6 Finalisten-Teams, sondern wir haben 8 Teams. Und von den 8 Teams werden 5 leer ausgehen. Das heißt, es gibt mindestens 3 internationale Teams. Also außer die sind zufällig auch aus den Philippinen, dann natürlich nicht. Aber es könnte mindestens 3 Finalisten geben, internationale Teams, die zum Beispiel aus Deutschland, irgendwo Europa, Amerika, Südamerika, Afrika, wo auch immer, einfliegen und tatsächlich komplett leer ausgehen. Sie haben dann quasi auch, ja, natürlich ein bisschen Gratisaufenthalt in den Philippinen, können dann ja auch noch chillen dort und Urlaub machen und whatever. Aber trotzdem finde ich es echt heftig, dass es nur 3 Preisgestaltungen gibt. Da finde ich das bei anderen E-Sports-Teilen schon ein bisschen humaner gestaltet, weil da kriegst du halt in der Regel immer was, sobald du in dieses Finale kommst. Also zum Beispiel 8. Platz kriegt 1.000, 5, 6, 7 kriegen auch alle 1.000.
Dann 5 kriegt vielleicht 5.000, 4 kriegt, keine Ahnung, 8.000 und dann so ähnlich. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon meistens ein bisschen humaner gestaltet. Hier ist es halt wirklich so do or die. Ich meine, natürlich 20.000 ist nicht wenig, aber es sind halt 60.000 Unterschied zum ersten. Also es ist schon gigantisch. Also ich meine, imagine, du verlierst das Finale und kriegst einfach 60.000 Dollar weniger als Team. Jeder kriegt 15.000. Ich meine, das ist geistesgestört. Also das wirst du dein Leben lang wahrscheinlich bereuen, dass du nicht gewonnen hast. That's all I'm gonna say. Ja, PvP-Final. Hier auch nochmal sehr viele Erklärungen, aber wir haben es gleich. A total of 8 Teams. Wie gesagt, nicht 6, es sind 8, weil noch 2 aus den Philippinen dazukommen. Kämpfen in den Philippinen um den Titel quasi. Playback hosted the competition and selected 2 finalists as the host country. Wie gesagt, keine Ahnung, wie genau das... Ja, hat man eigentlich absolut keine Information darüber. The final will be played in a double elimination format. Heißt Best of 3 basically. Und, Entschuldigung, nicht Best of 3. Verliert 2 und du bist raus. Also, dass du quasi, wenn du jetzt das erste Game verlierst, bist du nicht sofort raus, sondern das ist immer noch eine Loser-Bracket sozusagen. Hat mit Best of 3 gar nichts zu tun, sorry dafür. Versprecher, Verbrecher. The final tournament will be held on a separate server. Gut, das haben wir eh schon gesagt. Das mit dem Data-Backup wird halt mit einem späteren Announcement kommen. Man kann ganz normal spielen nach dem Backup-Dingens. Und, genau, du musst halt quasi alles fertig haben auf deinem Charakter vor dem Backup. Und das ist halt sowas noch, was halt ziemlich wichtig ist, weil es heißt jetzt nicht effektiv, dass du theoretisch noch bis zum 12. Oktober Zeit hättest. Also man weiß nicht wie lange, wie gesagt, wird das noch angekündigt. Aber das bedeutet im Endeffekt, du müsstest jetzt bald wahrscheinlich schon fertig werden. Mit deinem Charakter, Equipment, Power-Ups und so alles da haben. Weil wenn du das halt erst irgendwann nach dem Backup hättest, das kannst du alles nicht mitnehmen, weil es wird ja von dem Backup gespielt und nicht von einem aktuellen Stand auf dem Flive Universe, also auf dem FFC-Server. Das heißt, sobald das Backup passiert ist und du bist nur in einem Tournament interessiert, kannst du eigentlich aufhören zu spielen, weil das dann keine Rolle mehr spielt für das Tournament zumindest. Genau. Manche Items werden nicht vorhanden sein, wegen Balance Reasons. Das ist auch nicht genauer erklärt. The final pool will be drawn by drawing on the final stage. If the PC is intentionally turned off or disconnected during the final, the team at fault will forfeit the round. Any team that intentionally disrupts the final will be forfeited from the tournament. The final management will notify participants of the game setting time on the day of the final. Issues that arise after the setting time due to reasons attributable to the player will not be accepted. Also im Endeffekt, wenn eine Verzögerung oder so vorkommen, weil du halt noch aufs Klo gehst oder so, lauter so ein Käse halt, ist da alles mit abgedeckt, dann ist es halt einfach deine Schuld. All players must actively participate in the overall FWC tournament and final schedule, and in particular must agree to or participate in sponsor-related filming, sponsor advertising breaks and media interviews. For esports held in the Philippines, if a player tests positive for drugs, the player will be disqualified from winning. GAB staff dispatched on site will conduct drug tests on the top 2 teams participating in the esport event after the event ends. Das heißt, Team 3 kannst du ruhig, nein, Spaß, aber Team 3 wird aus irgendeinem Grund nicht getestet, ich weiß nicht warum. Und das war im Endeffekt das Announcement. Hier unten ist halt noch interessant, genau, mit diesem Media-Interviews, Sponsor, Advertising Breaks und so weiter. Ich weiß nicht, wie genau das ablaufen wird. Wie gesagt, Playpark wird das wahrscheinlich größtenteils hosten. Was genau da ablaufen wird. Hier wird auch nichts von einem Livestream erwähnt oder so, also ob das Ganze dann auch gelivestreamt wird, dass man sich anschauen kann. Oder ob das ein reines Offline-Event ist. Wie gesagt, steht alles hier nicht dabei. Werden wir dann wahrscheinlich noch sehen. Aber letztendlich ist das hier halt wirklich der springende Punkt. 80.000 Dollar Preisgeld, das gab es noch nie. 2011 gab es einen 100.000 Dollar Preispool. Allerdings hat da das erste Team nur 50.000 gewonnen. Da war die Price Distribution ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich finde es wild, dass du voraussichtlich 6 Teams in die Philippinen einfliegen wirst und 3 davon leer ausgehen. Oder mindestens 3 davon leer ausgehen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die beiden philippinischen Teams gehören zu den Top 3 und es gibt kein weiteres philippinisches Team, dann würden 5 internationale Teams eingeflogen werden und leer ausgehen und nur ein Team würde dann in den Top 3 placen. Also ich weiß, es ist einfach wild, die Vorstellung. Aber letztendlich geht es dann auch um die Experience. Also ich meine, selbst wenn du dorthin fliegst, ich weiß, du hast keine Chance, immerhin wird alles gezahlt und du kannst dann auch noch ein bisschen chillen einfach oder so. Ja, ist ja auch nicht schlecht, sag ich mal. Aber ich denke aber, wenn man da hingeht, dann will man dann schon eher gewinnen, weil das ist natürlich schon sonst blöd. Genau. Und ja, das waren alle Informationen. Das war jetzt relativ viel. Genau, ich finde es einfach sehr interessant, dass es sowas jetzt tatsächlich nochmal gibt. Das
Flive FEC Tournament 2011, das wäre auch irgendwie so ein One and Done. Also es gab es einmal und danach nie wieder. Auch mit einem riesigen Preispool, also keine Ahnung, was sie sich damals dabei gedacht haben. Das hätte man auch erstmal kleiner aufziehen können und dafür vielleicht regelmäßiger und nicht nur einmal in 20 Jahren oder so. Aber ja, jetzt ist es cool, dass es wieder zurück ist. Genau. Das Einzige, was man vielleicht noch kritisieren könnte, ist, dass man halt tatsächlich der eigene Charakter wird zum Spielen benutzt. Das heißt, man hat keine vorgefertigten Charakter, die bereits Equipment haben. Das heißt, es ist kein Skill-Tournament, also nicht ausschließlich, sondern es entscheidet halt auch trotzdem grundsätzlich in Flive im PvP, wer hat das bessere Equipment. Klar, ist nicht ist nicht der einzige Weg zu gewinnen, aber es spielt schon eine große Rolle. Also ich meine, du kannst jetzt nicht mit einem extrem schlechten Equipment da mitmachen und hoffen, dass du einfach deine Gegner outplayst. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Genau. Aber ja, so viel Infos haben wir heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Haut rein. Ciao, ciao.